Heute möchte ich eine Methode vorstellen, mit der man sehr gut eine Fremdsprache alleine aktiv üben kann. Wie geht das? Heute stelle ich es vor. Und zwar brauchst du 3 Dinge. Einmal brauchst du einen Stift, dann brauchst du einen Notizblock und du brauchst auch noch ein Lehrbuch oder ein Material in der Sprache, die du lernen möchtest. Ich habe hier zum Beispiel ein Lehrbuch zum Deutschlernen mit dem Niveau A1. Und es ist auch ganz egal, ob du ein Anfänger in der Sprache bist oder ob du schon sehr fortgeschritten bist. Diese Methode und diese Übung gilt für alle Niveaus. Wir haben hier oft folgendes Problem. Wir möchten gerne aktiver die Sprache benutzen, aber wir sind uns ein bisschen unsicher. Wir wissen einfach nicht genau, ob das so oder so richtig ist. Wir haben ein bisschen Angst vor den Fehlern und wir wissen einfach nicht genau, wie wir sehr entspannt und relaxed diese Sprache aktiv üben können. Und dafür habe ich heute einen sehr guten Tipp, den ich mit euch teilen möchte. Es ist fast besser, wenn das bekannte Wörter sind, wenn du diese Wörter schon kennst oder schon mal vielleicht gesehen hast. Bei dieser Methode geht es einfach darum, viele verschiedene Sätze zu schreiben. Wie kann ich jetzt also in einer Fremdsprache selbst aktiv Sätze schreiben und dabei kontrollieren, ob ich die Sätze auch richtig schreibe? Folgender Tipp. Nimm dir einfach irgendein Buch oder irgendein Material, das du benutzen möchtest und wähle ganz frei irgendeinen Satz aus. Ich habe jetzt zum Beispiel irgendwo den Satz auf dieser Seite: Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter heute? Du könntest jetzt natürlich den Satz einfach kopieren. Wie ist das Wetter heute? Aber das ist auf Dauer natürlich ein bisschen langweilig und uninteressant. Wir möchten ja gerne sehr aktiv diese Übung gestalten. Was du jetzt machen kannst, ist, dass du diese Wörter in dem Satz änderst. Und zwar soll die Satzstruktur gleich bleiben, aber in dem Satz änderst du ein paar Wörter. Zum Beispiel sagst du jetzt nicht oder schreibst du jetzt nicht, wie ist das Wetter heute, sondern du änderst zum Beispiel, wie ist das Wetter morgen oder wie ist das Wetter am Montag. Oder wie ist das Wetter am Wochenende? So kannst du diesen Satz benutzen und du weißt auch, dass dieser Satz so richtig ist. Das heißt, auf der einen Seite hast du wie ein Sicherheitsnetz die Satzstruktur, die gleich bleibt, und auf der anderen Seite hast du noch den neuen Satz mit deinen eigenen Wörtern, hast du eine eigene Kreation. Oder noch ein Beispiel. Hier steht auch: Was kann ich dort in meiner Freizeit machen? Was kann ich dort in meiner Freizeit machen? Wir ändern den Satz jetzt zum Beispiel zu: Was kann ich zu Hause in meiner Freizeit machen? Oder was kann ich im Park in meiner Freizeit machen? Du kannst, wie gesagt, in dem Satz diese Elemente verändern. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass der Satz grammatikalisch richtig ist. Man kann es nicht natürlich komplett garantieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und das ist schon einmal sehr, sehr gut. Das heißt, auf der einen Seite hast du einen Satz, den du von woanders nimmst. Du musst nicht die ganze Arbeit machen, du musst nicht alle Sätze selber schreiben. Und auf der anderen Seite hast du dann einfach deinen Teil. Du machst es aktiv und du bist aktiv beim Sprachenlernen. Deshalb gefällt mir diese Übung so gut. Noch ein drittes Beispiel. Ich will gern Gitarre spielen, sehe ich hier auf dieser Seite. Okay, und jetzt kann ich sagen, okay, ich möchte gerne das ändern. Ich will gern Basketball spielen. Oder ich will gern Pizza essen. Du weißt dann, in diesem Satz ist die Satzstruktur so und du lernst irgendwie auch natürlich, wie die Sätze gebildet werden. Das war das Video für heute. Ich hoffe, es war interessant. Und du kannst mir gerne schreiben, ob du diese Methode schon kennst, ob du auch früher oder bis jetzt so eine Fremdsprache geübt hast. Wie findest du diesen Tipp? Wie findest du diese Methode? Schreib es mir in die Kommentare. Ich freue mich sehr und wir sehen uns im nächsten Video.